Zu Gast sind heute zwei Partner der Top-Management-Beratung Mayforth Senior Management Advisors, nämlich Ito Kurian und Ute Tum. Wenn Sie mal aus einer Metaperspektive auf die aktuelle Situation der Unternehmen schauen, was beobachten Sie da? Ich denke, der Begriff der Transformation trifft das aktuelle Geschehen sehr gut. Ein bisschen mehr Change hilft den meisten Unternehmen aktuell nicht weiter. Und da erzähle ich Ihnen vermutlich nichts Neues, wenn ich sage, dass wir wirtschaftlich, gesellschaftlich und sozial in einem tiefgreifenden Veränderungsprozess mit extremer Geschwindigkeit stecken. Was viele von uns derzeit enorm fordert, sind die damit einhergehende Unübersichtlichkeit, die Brüche, die Widersprüche. Und das hat natürlich auch Konsequenzen für das Steuern und für das Gestalten von Unternehmen. Und hinzu kommt, es laufen viele Themen und Veränderungsprozesse parallel ab. Also beispielsweise Digitalisierung, Artificial Intelligence, Krisenmanagement, Lieferketten, Innovationsfähigkeit, hybrides Arbeiten. Und die Aufzählung, die ist noch lange nicht zu Ende und fällt je nach Kontext auch ganz unterschiedlich aus. Was heute noch klar scheint, das kann morgen schon ein Problem mit unabsehbaren Auswirkungen bedeuten und eine enorme Komplexität beinhalten. Blicken wir mal über die Unternehmensgrenzen hinaus. Die Frage geht an Sie, Herr Kurian, denn Sie hatten ja jahrelang Lieferverantwortung für die Global Delivery Centers, sowohl bei Accenture als auch bei Cisco. Und dabei waren Sie ja für bis zu 100.000 Berater verantwortlich und das in Hunderten von komplexen Projekten. Zuletzt waren Sie auch in Asien ansässig, ich glaube 8 Jahre waren Sie dort. Wie sehen Sie, ändert sich die globalisierte Welt aktuell? Ich möchte ein bisschen weiter ausholen. Und zwar beginne mit einem Zitat meines ehemaligen Kollegen Paul Doherty. Er ist der CTO von Accenture. The exponential acceleration in technology and the possibilities it continues to create, along with the pandemic, has fast forwarded us into the future, resulting in great acceleration. Wir sind im Prinzip in die Zukunft geschleudert worden mit hoher Geschwindigkeit und Beschleunigung, insbesondere getrieben durch die Zwänge, die aus der Pandemie folgten. Das hat die Welt fundamental geändert in mehreren Aspekten. Erstens, praktisch augenblicklich hat sich die Bereitschaft, Technologie zu nutzen und das damit umgehende Verhalten der Menschen verändert. Zoom ist zum Beispiel ein Haushaltsbegriff, kennt jeder. Ich bin zum Beispiel Mitglied in einem Chor, in einem virtuellen Chor. Da sind weltweit über 20.000 Mitglieder drin, heißt Stay at Home Choir. Und wir üben momentan ein Stück, an dem sogar 1200 Leute mitsingen. Das Ganze ist per Videostreaming, hört man halt zu, den Chor im Hintergrund. Man singt selber, nimmt man sich auf seinem iPhone oder auf seinem Handy auf. Die Noten und die ganze Information und und Videos, wie das am Ende sich anklingen sollte, hat man auf Webseiten drauf mit unterschiedlichen Ordnern. Also alle möglichen Technologien. Die Technologie ist dabei für die Leute das geringste Problem. Wir haben noch gar keine Probleme gehabt. Das ist eher das Problem, ob man singen kann. Ne? Das wäre vor 2 Jahren überhaupt nicht vorstellbar gewesen. Das zweite Aspekt ist die Innovation, der Fortschritt in Technologie und die Anwendung von Technologie selber hat sich in jedem Unternehmen sehr beschleunigt. Das heißt, jedes Unternehmen ist nun ein technologiegetriebenes Unternehmen. Und wenn man das nicht ist, dann hat man wahrscheinlich wenig Zukunftsaussichten. Das dritte ist die Art und Weise, wie die Arbeit selbst, der Arbeitsplatz und die Durchführung der Arbeit sich verändern. Remote Work, virtuelle Arbeit, Homeoffice, Videokonferenz, Hybrid Work, New Work etc. Das sind Begriffe, die jetzt jeder kennt, weil jeder das mehr oder weniger in Anspruch nimmt. Das heißt, die ganze Arbeitswelt ändert sich und sowohl die Arbeitenden als auch die Arbeitgebenden erwarten diese Art von Arbeit. Das verstehe ich, das sind Tatsachen. Was kann oder wird sich nun aus diesen tiefgreifenden Veränderungen ergeben? Daraus ergeben sich außerordentliche Chancen und natürlich auch Risiken.
Ich möchte jetzt nicht in die Details der Technologie selber gehen, was bedeutet künstliche Intelligenz oder Automatisierung, Metaverse etc. etc. Ich möchte mich konzentrieren auf die Zusammenarbeit. Das war die ursprüngliche Frage. Ne? Die Zusammenarbeit innerhalb Unternehmens, aber auch über Unternehmensgrenzen und Organisationsgrenzen hinweg, über Geografien und Ländern hinweg und die verteilte Zusammenarbeit über die ganze globalisierte Welt. Jede Aufgabe, die nicht direkten physischen Kontakt oder das direkte physische Treffen von 2 oder mehr Menschen benötigt, kann an einem beliebigen Ort durchgeführt werden. Und was nicht geht ist, also Beispiel für physischer Kontakt, der Zahnarzt will in meinen Zahn reinbohren, dann muss ich wohl da hingehen. Oder Pflegeberufe oder Baugewerbe. Ne? Jedoch die Grenzen zwischen Büro, Standort, Homeoffice, Geografie, Zeitzonen, Kulturen, geopolitische Gegebenheiten, sogar Sprachen, diese verschwinden, zumindest virtuell. Was heißt das? Das reduziert sich dann auf 2 Kernfragen, die man auf 2 Achsen legen kann. Ne? Erstens, welche Aufgaben müssen physisch am gleichen Ort stattfinden? Also 2 oder mehr Menschen am gleichen Ort. Und welche nicht? Und die andere Frage ist, welche Aufgaben müssen synchron zueinander stattfinden und welche können asynchron stattfinden? Nur Aufgaben, die physisch zusammen am gleichen Ort und synchron stattfinden müssen lokal passieren. Alles andere kann in Theorie irgendwo anders stattfinden. Das irgendwo anders kann sein im nächsten Zimmer, im nächsten Stockwerk, im nächsten Gebäude, in der nächsten Stadt, im nächsten Land oder am anderen Ende der Welt. Spielt keine Rolle. Die Technologie ermöglicht das. Das Kriterium wird dann sein, die beste Kombination aus Skills, Verfügbarkeit, Sicherheit, Zuverlässigkeit und Kosten zu nutzen und die Arbeit da auszuführen. Viele kennen vielleicht das Buch The World is Flat. Das war von Thomas L. Friedman, ich glaube 2005 oder 2006 erschienen. War damals sehr berühmt, sehr viel in der Businesswelt gelesen. Es ginge darum, über den virtuellen Wegfall der globalen Grenzen. Damals haben viele darüber gelächelt und haben es auch nicht verstanden. Heute ist es Realität. Die Welt ist wirklich flach. The world really is flat. Was heißt das? Durch diese flache Welt und die Zusammenkunft von technologischer Innovation und der Bereitschaft und Offenheit, diese zu nutzen, sowohl durch Unternehmen, aber insbesondere durch einzelne Menschen, ergeben sich enorme Chancen und auch Risiken. Ich nenne ein paar Beispiele. Es ergibt sich das Potenzial zur signifikanten Reduzierung von Ablaufzeiten durch die Möglichkeit der Kommunikation, der Parallelisierung, dem Wegfall von Wartezeiten, indem man die Aufgaben asynchron oder synchron zueinander an unterschiedlichen Orten durchführen kann, Wegfall von Transportzeiten oder Reisezeiten. Das führt zu einem schnelleren Weg zum Ergebnis und zur Wertschöpfung, im Prinzip besseres Time to Market. Ein zweites Beispiel wäre die Ressourcenknappheit. Nun durch den unmittelbaren Zugang zu Ressourcen, egal wo sie physisch sind, zu Leistungen, zu Innovationen praktisch ohne Grenzen, ergeben sich für ein Unternehmen skalierbare Kapazität. Das erhöht die Lieferfähigkeit. Man kann an Innovationen von anderen sich beteiligen. Die Flexibilität erhöht sich. Und das führt letztendlich zur Kostenreduktion sowie potenziell zur Umsatzsteigerung, weil man Dinge tun kann, die man sonst nicht hätte tun können, weil man die Kapazität nicht hat. Und es gilt dann, die richtige Balance zu finden zwischen Skills und Erfahrung, Kosten der Ressourcen, Skalierbarkeit, Lieferfähigkeit und Vertrauen, das man braucht. Ne? Resultiert in Wachstum und Profitabilität. Das hört sich ja für Unternehmen zunächst mal sehr attraktiv an. Aber wie soll das konkret geschehen und kann man nicht dabei auch eine Menge falsch machen? Risikofreies Business ist profitfreies Business. Viele dieser Risiken haben schon vorher bestanden. Sie sind aber häufig nicht erkannt worden, beziehungsweise waren sie nicht ausreichend adressiert. Und das hat man dann gemerkt in dem Chaos, als die Corona-Pandemie und Lockdowns losgingen. Ich nenne mal ein paar Risikoaspekte. Es ist nicht erschöpfend. Und das erste ist natürlich Security, Sicherheit. Die Sicherheit meiner Daten, meiner Informationen, die Sicherheit des Intellectual Properties eines Unternehmens, des Personals, der Assets, der Anlagen, alles, was unter dem großen Thema Sicherheit fällt.
Das zweite ist Business Continuity, also die Fähigkeit, mein Kerngeschäft weiterhin durchführen zu können, auch wenn Überraschungen passieren. Früher hat man immer Erdbeben als Beispiel genannt, heute kann es eine Pandemie sein oder ein plötzlicher Lockdown. Drittens Lieferfähigkeit. Banales Beispiel, das mit den Masken. Ne? Plötzlich haben wir Millionen von Masken gebraucht, aber da die Masken in Asien hergestellt wurden, gab es sicher nicht. Das heißt, die Lieferfähigkeit ist ein Risiko, muss man überdenken. Das vierte ist, und ein sehr, sehr wichtiges Thema, Fluktuation der Mitarbeiter oder beziehungsweise Bindung der Mitarbeiter. Durch die Remote-Arbeit, Homeoffice, virtuell etc. wird es natürlich sehr viel schwieriger, seine eigene wichtige Mitarbeiter emotional an das Unternehmen zu binden. Und umgekehrt wird es sehr viel einfacher zu wechseln. Also wenn ich heute das Unternehmen wechsle, mehr oder weniger einen ähnlichen Job mache, dann ändert sich für mich gar nichts. Ich sitze morgen immer noch am gleichen Stuhl in meinem Homeoffice und gucke den gleichen Bildschirm an, arbeite aber für ein anderes Unternehmen. Also einfacher zu wechseln und viel, viel schwieriger, Mitarbeiter emotional ans Unternehmen zu binden. Dann kommt Innovationsfähigkeit. Innovation entsteht in der Regel durch Kommunikation zwischen Mitarbeitern, Diskussion von Ideen etc. Wenn die aber alle räumlich getrennt irgendwo sitzen und miteinander reden, dass wir einen Zoom-Call schedulen müssen, dann leidet die Innovation. Also das ist etwas, was Unternehmen adressieren müssen. Alle diese Änderungen passieren, und zwar sehr komplexe Veränderungen, passieren parallel zueinander, zeitgleich. In Eisenbahnersprache nennt man das unter rollendem Rad etwas austauschen. Bleiben wir bei der Eisenbahnersprache. Besteht da Zugzwang? Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Das hat mein Professor früher während dem Studium immer wieder gesagt. Ganz klar, nichts tun oder abwarten ist weder eine Strategie noch in diesen Zeiten eine Überlebensoption. Das heißt, es besteht Zugzwang, und zwar für jedes Unternehmen. Mit den Chancen, aber auch den Risiken gilt es nun für Unternehmen umzugehen. Für mich in meinen globalen Rollen der letzten 15 Jahren war das irgendwann Business as usual. Wir haben auf diese Art und Weise gearbeitet. Aber anfänglich, als wir begannen damals, Anfang der 2000er, standen wir vor ähnlichen, sehr großen Herausforderungen. Und zwar welche, die noch nie jemand gemeistert hatte. Wir mussten die meistern, wir haben sie gemeistert. Für viele Unternehmen werden diese jetzt auch neue und unbekannte Herausforderungen sein. Und das Ganze bei einer sehr hohen Beschleunigung, bei sehr hohen Geschwindigkeit und einer sehr hohen Erwartung des Marktes und der Unternehmen selber an Handlung. Da können wir als Mayford helfen und wir wollen helfen. Ich habe von Ihnen heute viel über Chancen, Veränderungen, Herausforderungen gehört. Als gestandenes Beraterteam schätze ich Sie aber so ein, dass Sie nicht bei der Problembeschreibung stehen bleiben, oder? Da liegen Sie 100%ig richtig, denn uns geht es um die Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit in Organisationen. Und die Bereiche, die ITUB gerade beschrieben hat, das sind genau die Themen, bei denen uns unsere Klienten auch engagieren. Sie beraten ja schon seit über 30 Jahren als Coach und Beraterin für Leadership und Change das Top-Management Ihrer Klienten. Wie sehen Sie das? Was bräuchte es in Unternehmen, um Orientierung zu schaffen und Handlungsfähigkeit zu stärken? Das mit der Orientierung und der Handlungsfähigkeit ist eine spannende Frage, denn genau das treibt auch unsere Klienten um. Das hört sich jetzt möglicherweise ein wenig paradox an. Also einerseits ist doch die Erwartungshaltung, dass in Organisationen die Geschäftsführung oder sagen wir mal das Management die Komplexität überblickt und weiß, wo es lang geht. Aber ganz ehrlich, bei dem, was wir Ihnen hier jetzt beschrieben haben, eben, das wäre doch ein Trugschluss zu glauben, dass dies eine einzelne Person oder selbst ein kleines Team leisten könnte. Und andererseits ist es eine zentrale Führungsaufgabe, für Orientierung zu sorgen und das Unternehmen auch zu steuern. Da können Sie aber bestimmt helfen, oder? Mit diesem Paradox arbeiten wir. Hier bringen wir unsere frische, unverstellte und auch unsere unabhängige Perspektive von außen ein. Das hilft unseren Klienten, kluge Entscheidungen zu treffen und auch immer wieder nachzujustieren.